Herzlich willkommen zum lebendigen Wort des lebendigen Gottes. Halleluja. Es ist wie immer ermunternd ins Wort sich zu begeben, um einfach nach den Lösungen für alle Fragen zu suchen, um nach Heilung, nach Frieden, nach Freude zu suchen. Und das alles will uns Gott geben. Und das ist einfach wunderbar, was für einen großen himmlischen Vater wir in unserem Gott haben. Und dass wir alles auf ihn werfen können, alle unsere Sorgen auf ihn werfen können, von ihm alles erwarten können, dass wir uns sozusagen demütigen dürfen vor seinem großen Namen, vor dem Namen, was er uns gegeben hat, hier zu agieren, vor dem Namen Jesu. Und das ist einfach wunderbar. Und so loben wir und preisen wir unseren Gott und Vater dafür, dass er unser Vater ist, dass er das gewollt hat, Kinder zu haben und dass wir seine geliebten Kinder sein dürfen. Und das ist wunderbar. Und wir erwarten einfach von ihm die ganze Weisheit, den Frieden, um im Wort zu bleiben, und den ganzen Glauben, um auf seine Verheißungen zu stehen und sie zu empfangen, um Früchte des Glaubens auf unserem Leben zu sehen. Ja. Halleluja. Und auf deinem auch natürlich. Halleluja. Wunderbar. Du hast das wunderbar gesagt, dass wir wissen, wer unser Vater ist, ja? Der allmächtige Gott. Ja? Und dass wir von ihm uns demütigen dürfen. Ja? Wir dürfen uns vor ihm demütigen, das heißt von ihm alles zu erwarten. Von ihm erwartend. Von ihm alles zu erwarten. Nicht aus eigener Kraft das zu vollbringen und von sich selber zu erwarten und um am Ende enttäuscht zu sein, ja, so wie es halt oft ist, sondern von ihm alles zu erwarten. Warum? Weil ich weiß, eben wer mein Vater ist. Er ist der Allmächtige, der Creator vom Universum, von dir und mir. Er ist der Todopoderoso. Ja? Und deswegen kann ich von ihm alles erwarten, weil er vermag es. Er vermag es. Ja? Und wir kommen zu diesem Begriff des Vermögens am Ende des unseren heutigen Podcasts. Aber wir steigen wieder in unser Text rein von letzten Mal, und zwar das Jakobus Kapitel 5. Und wir sind im Vers 15, beginnen wir nochmal als Einstieg. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, darüber haben wir schon geredet, und der Herr wird ihn aufrichten. Wunderbar, das haben wir letztes Mal ausgeführt. Ja? Es hängt nicht von mir ab, wie toll ich gebetet habe. Ja? Nein, ja? Von mir wird es abverlangt, dass ich nur auf dem Wort stehe. Ja? Und dass an ihn die Petition ausrichte. Er wird dann vollbringen. Und er will das. Und wenn er Sünden begangen hat, wenn er Ziel verfehlt habe, wird ihm vergeben werden. Und ich wollte noch mal ganz kurz auf diese Vergebung. Vergeben heißt aphiemi, und das heißt entlassen. Entlassen oder wegschicken, erlassen, vergeben, aber auch verlassen und zurücklassen. Das ist ein ganz wesentlicher Begriff. Das heißt, wenn ich weiß, ja, ich bin daneben getreten, nun erkenne das und proklamiere seinen Namen, seine Kraft über mir, dass er mich da herausgeholt hat. Er hat mich da bereits schon herausgeholt, obwohl ich noch mittendrin stecke. Weil ich rede im Glauben, das noch nicht sichtbarer als mein Fundament, als meine Wirklichkeit bezeichnend. So, das heißt, mir ist bewusst, dass ich diese Tatsache bereits hinter mir gelassen habe, und dadurch breche ich zum Neuen auf. Ja? Wie es in 2. Korinther 5,17 steht. Wenn jemand in Christus ist, das heißt in Christus, aber seinen Namen über mich proklamiert, und meine Schwester oder mein Bruder im Glauben haben mich darin bestätigt, sind mit mir im Glauben darüber übereingekommen. Ich habe seinen Namen über mir oder über anderen proklamiert. Das heißt, wenn jemand in Christus ist, okay, ich bin in seinem Namen, alles ist neu geworden, alles. Das Alte ist vergangen
ich konnte das hinter mir lassen. Es ist mir vergeben, heißt es. Hinter sich zu lassen. Es ist gestern, es ist uninteressant. Ich richte mich von heute nach morgen auf. Ja. Und es kann aber auch sein, dass einer oder der andere immer wieder dazu kommt. Er hat zwar schon vor Gott dieses Vergehen gebracht, yeah, und er hat eigentlich schon vielleicht auch darüber proklamiert, die Vergebung, weil er weiß aus dem Wort, dass Gott vergibt, so wie wir auch vergeben sollen, unseren Nächsten. Und ja, und dann kommt immer wieder aufs Neue dieser Gedanke, diese Sünde, diese Vergehung kommt immer wieder aufs Neue in den Kopf und man beginnt sich wieder da drin zu suhlen. Und da heißt es, wach bleiben und widerstehen. Das nicht nochmal anzunehmen und sagen, nein Teufel, du tust mir jetzt nichts an mich ranbringen, nichts, was ich schon weiß, mir ist das schon vergeben worden. Und ich brauche mich da drinnen nicht zu suhlen, ich bin frei davon, hau ab. Ja. Das soll unsere Wachsamkeit soll das hervorbringen, dass wir einfach rechtzeitig widerstehen können. Diesen alten Angriffen, dieser Vergangenheit, was hinter uns liegt, die soll uns nicht mehr belasten, weil wir haben unseren Blick nach vorne ausgerichtet. Wir wollen nach vorne gehen, wir wollen nach vorne schauen, in die Zukunft schauen, in das Gute, und wir wollen im Vertrauen gehen. Und alles, was Vergangenheit war, auch hinter uns. Du musst lernen, diese alten Seilschaften wirklich abzuschneiden. Ja. Ja. Es gelingt immer besser. Es ist ein Prozess auch, aber dieser Wachheitsgrad. Ja. Das heißt, wache auf, der du schläfst. Weil wir neigen alle dazu, immer wieder mal einzuschlafen. Okay? Und das ist wunderbar, seinen Namen über mich zu proklamieren. Und das beinhaltet gleich das erste Wort vom Vers 16, bekennt nun. Das heißt hier und jetzt, bekennt nun. Und wir haben im letzten Podcast damit ja abgeschlossen, das heißt bekennen heißt mit Gott und eigenem Gewissen übereinstimmen. Das heißt mit seinem Wort und eigenem Gewissen. Aber wann kommt das in Übereinstimmung? Wenn das sein Wort zu meinem wird. Wenn ich mich darin vertieft habe, wenn ich das erkannt habe, dass sein Wort die Wahrheit ist. Ja. Jetzt ist das zu meinem geworden. Jetzt kommt das aus meinem Gewissen raus. Das ist mein Wissen. Das ist nicht nur mein Wissen, theoretisches Wissen, sondern so eine tiefe Erkenntnis im Herzen, aus dem Herzen. Und dieses hervorzubringen, dieses zu proklamieren, das ist Prozess des Bekenntnisses. Und wir haben in Philipper 2, Vers 11 gelesen, gehen wir vielleicht nochmal ganz kurz dahin, als Erinnerung, was habe ich denn zu bekennen? Was habe ich zu bekennen? Das ist wunderbar und ermunternd. Philipper 2, Vers 11. Haben wir es? Vielleicht ich beginne mal von Philipper 2, Vers 9. Darum, damit wir dieses verstehen, einfach plastischer wird. Wie groß ist der Name Jesu? Ja, warum sollen wir seinen Namen über den Kranken ausrufen? Warum soll ich seinen Namen über mir und den meinen ausrufen? Ja, wenn jemand in Christus ist, denkt daran. Darum hat Gott ihn, den Jesus Christus, auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Er ist über jeden Namen. Wozu denn? Damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge. Alles hat seine Knie, alles. Deine Krankheit hat ihre Knie, deine alten Seilschaften haben ihre Knie, meine Umstände haben ihre Knie. Jedes Knie sich beuge, es ist aufgeführt, extra aufgelistet, der himmlischen, das heißt das noch nicht Sichtbaren, was du mit deinen Augen nicht sehen kannst. Der irdischen, deine Umstände, die Knie deiner Umstände sind damit gemeint, und der unterirdischen. Und jede Zunge bekenne, und das beinhaltet, darum geht es um dieses Bekenntnis, jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist.
also dass er hoch erhoben, der Höchste, Adonai, der Höchste ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das heißt, wenn du das bekennst, bekennt nun, heißt das im Jakobus 5, Vers 16, bekennt nun einander eure Zielverfehlungen und betet füreinander. Betet, das heißt, wir haben das schon darüber geredet, bring vor den Vater, wohl wissend, vor wen du deine Petition bringst, vor ihm deine Petition. Und erbiete ihm und bestimmte Dinge, steht es drin, beten. Betet füreinander. Wozu? Damit ihr geheilt werdet. Und geheilt werden, das ist ein ganz lustiges Wort im Griechischen, heißt Yaomai. Yaomai. Yaomai, habe ich gedacht. Und das ist irgendwie, habe ich gedacht, wann sprechen die Bayer so, Yaomai, ja? Wann sprechen die denn das? Ja, irgendwo, das ist so ein Erleichterungswort, ja? Naja, oder? Das, ja? Das ist nicht das. Und das ist, aber das griechische Wort, und heißt heilen, dienen, ja? Dann wird er euch dienen, heißt es. Wenn du seinen Namen über dir und deine Zielverfehlungen bekennst, wird sein Name dir dienen. Er wird dich erretten, heißt das. Yaomai heißt retten, wiederherstellen. Wiederherstellen in den Zustand von vorher dich bringen. Das heißt, wie du einst von ihm ausgedacht worden bist. Ja? Wiederherstellen. Nicht krank belastend. Sicher durchbringen durch den Teil des Todes. Ja, du bist noch im Teil des Todes, in deinen Umständen, doch du kannst dir gewiss sein, er wird sein Name als Sonne und Schild, wird dich durch diesen Teil des Todes sicher geleiten, sicher. Und 1000 werden deiner Rechten und 10.000 an deiner Linken fallen. Das sind die Umstände gemeint. Die werden fallen. Die werden fallen. Und du wirst da durchgehen und alles hinter dir lassen. Warum? Damit ihr geheilt werdet. Ja? Damit du geheilt wirst. Damit du erkennst, dass dir vergeben worden ist. Du kannst das hinter dir lassen. Wunderbar. Oder? Also Kraft. mir hat das gut gefallen. Das geht dann noch weiter. Viel Kraft hat das Gebet eines Gerechten und wird nicht ohne Wirkung sein. Ja. Bei mir steht viel vermag, ja, eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Und deswegen, ist es so wichtig, in diesen Zustand zu kommen, wo du erkennst, dass du ein Gerechter vor Gott bist. Ja. Deswegen ist es so wichtig, in dieser Situation, wo du gerade steckst, wo vielleicht irgendwie Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit in dich reingeschlichen hat, wo die Zweifel umher rumlaufen und versuchen dich zu erdrücken, dass du erkennst, dass du ein Gerechter bist. Ja. Dass du vor Gott als Gerechter gesprochen worden bist, dass der Name Jesu, dass sein Geist über dir ist, dass in dir selbst der Gott lebt, in Jesu Person, ja. Dass du Jesus in deinem Herzen hast. Deswegen ist es so wichtig, in diesem Moment das zu erkennen, ja. Weil nur ein Gebet eines Gerechten wird nicht ohne Wirkung bleiben. Ja? Ja. Ein Gebet eines Gerechten. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass wir immer, bevor wir vor Gott kommen, immer dieses erkennen für uns. Wenn es auch eine Weile bedarf, bis wir wieder von Bruder oder Schwester ermuntert werden. Yeah. Das heißt, immer ganz wichtig, wenn ich vor Gott komme, dass ich erkenne, wer ich bin. Durch Jesus, wer ich bin. Ich bin sein geliebter Sohn und ich bin gerecht gesprochen worden. Ich kann einfach zu ihm kommen und sagen alles, was mir fehlt. Und der als mein liebender Vater wird sich um mich kümmern. Ja. Er wird sich um mich sorgen, er wird mein Leid lindern, er wird meine Krankheiten wegschaffen, er wird mich wieder gesund machen, er wird mich ganz machen. Das ist, was hier im Jakobus 5, Vers 16 steht, ist ein absoluter Algorithmus. Das heißt mathematische Gesetzmäßigkeit.
Entweder hältst du dich dran und bekommst entsprechende Ergebnisse, oder du hältst dich nicht dran, dann wirst du entsprechende Ergebnisse nicht bekommen. Und zwar viel vermag eines Gerechten, hast du gesagt, Gebeten seiner Wirkung. Und gerecht, ich habe jetzt in Römer 3, Vers 26 aufgeblättert, dass der Vater den... Zusammen, oder? Ja, gehen wir mal zusammen, Römer 3. Römer 3 als Parallele, das wird sogar als Gesetz des Glaubens, buchstäblich bei mir steht es in Römer 3, Vers 28, als Gesetz des Glaubens definiert. Warte mal, aber vorher vielleicht. Weil ja, beginnen wir vorher und dann können wir durchgehen, ich meine, das ist gut. Im Vers 3 in Römer 3 meinst du? Ja, im Römer 3 genau, im Vers 4, in der zweiten Hälfte steht bei uns ein Zitat aus dem Psalm 3, Vers 4, wunderbar, ja, ja. Aus dem Psalm 51, 6 steht, ja. Du wirst gerechtfertigt in deinen Worten und gehst als Sieger hervor, wenn man mit dir rechtet. Wunderbar, dann bei mir steht das. Damit, damit, verstehst du, Gott ist wahrhaftig, jeder Mensch ist aber Lügner, aber was soll ich bekennen? Damit du gerechtfertigt werdest, in deinen Worten, Bekenntnis ist gemeint, ja, und den Sieg davon trägst, wenn man mit dir rechtet. Ja? Nein, aber wunderbar. Ich meine, ich wollte darauf aufmerksam machen, du wirst gerechtfertigt in deinen Worten. Jawohl. Das heißt, ich werde nicht gerechtfertigt durch alle meine guten Taten, sondern in meinen Worten. Ich muss das aussprechen. Das, was ich bekenne. muss das aussprechen, ich muss das bekennen, dass ich durch Jesus schon gerechtfertigt worden bin. Dass ich ein Gerechter bin vor Gott. Und das muss ich mit meinen Worten bekunden. Ja, wunderbar. Und dann, was ich sagen wollte, im gleichen Kapitel Römer 3, Vers 26, das lohnt sich wirklich durchzustudieren, um diesen Anspruch der Gottes Gerechtigkeit für sich zu behaupten. Dass er gerecht sei und den rechtfertige, Gott ist gerecht, und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Bei uns steht 26, für die Gegenwart enthüllt er jetzt seine Gerechtigkeit, indem er jeden für gerecht erklärt und auch gerecht macht, der sein Vertrauen auf Jesus setzt. Wunderbar, Glaubens, Vertrauen, Wahrhaftigkeit, Wirklichkeit, Fundament in Jesus für sich bildet. Ja? Dass ein Vertrauen auf Jesus ist. Bei mir steht, den Rechtfertiger, der des Glaubens absolute Gewissheit in Jesus hat. Ja. Seinen Namen für sich zu eigen ausgesprochen hat. Seinen Namen über sich und die Seinen ausgerufen hat. Das heißt, wenn ich nun jetzt nach und nach mich dazu durchringe, um zu behaupten, jawohl, ich bin, Vater, ich bin deine Gerechtigkeit, weil ich den Namen Jesu über mir ausrufe. Nur dieses dient mir zur Gerechtigkeit. So, das heißt, mein Gebet erinnert euch, ja, Ersuchen Gottes um bestimmte Dinge, Gegebenheiten. Ja? Das heißt, meine Petition an Gott wird viel Vermögen, steht es bei mir, viel vermag eines gerechten Gebet, viel vermag. Und Vermögen, das ist ein ganz starkes Wort. Vermögen heißt das auch stark sein und die Stärke. Und Name Gottes wird auch ausgesprochen als Herr Zebaoth, das ist einigen bestimmt ein Begriff. Und Zebaoth heißt Herr der Heerscharen oder Herr der Kraft. Ja, Señor de los Ejércitos, sagt man, der Herr der militärischen Stärke, kann man so übersetzen aus dem Spanischen. Das heißt Herr der Kraft. In dem Moment, wo du dich als seine Gerechtigkeit nominierst, sieht er dich auch, er sieht dich immer als seine Gerechtigkeit. Doch du musst das bekennen, ja Vater, ich bin deine Gerechtigkeit, weil ich rufe den Namen Jesu über mir und den meinen aus. Ja, sein Name gilt mir und vor seinem Namen wird sich jedes Knie wird sich beugen, auf meine Umstände, in meinen Umständen. Das heißt, in diesem Moment
gibt er in dem gleichen Moment, denkt immer daran, Oiteos, jetzt ist der Tag des Heils, heißt das. So, in diesem Moment gibt er dir seine Kraft. Er ist der Herr der Kraft, der Dynamis, der alles vermag, der Vollmacht. Und das heißt, jetzt gilt das. Vermögen heißt zu gelten. Jetzt gilt das. Du kannst jetzt und hier nützen, heißt das. Ja. Nützen. Seine Kraft ist dir nützlich. Nützlich, erinnert euch. Christos heißt nützlich im Griechischen. Jetzt, in dem Moment, wo du seinen Namen Jesu über dir ausgerufen hast und dir bewusst ist, was das bedeutet, ist seine Kraft dir zu nutzen. Jetzt nutzt du den Christus für dich. Jetzt bist du ein Christ. Es ist mit Kraft erfüllt, kraftvoll und wirksam, heißt das, zu vermögen. Jetzt bist du fähig. Jetzt bist du fähig zu überwinden, überwältigende Kraft, außergewöhnliche Übermacht zu haben, um über deine Umstände sich drüber hinwegzusetzen, diese Umstände hinter dir zu lassen. Die ist vergeben, erinnere dich dran, die ist vergeben, du kannst die Umstände hinter dir lassen, indem du nach vorne gehst, durch den Vorhang hindurch. Und noch ein Moment vielleicht, was auch ganz wichtig ist, dass man sagt, hier steht, wird nicht ohne Wirkung sein. Ja. Das Gebet eines Gerechten wird nicht ohne Wirkung das ist auch eine gute Übersetzung, ohne Wirkung sein. Das heißt, du musst einfach damit rechnen. Du musst damit rechnen, dass Gott in deine Situation eingreift und alles wieder zu deinem Besten ausrichtet. Aber wenn du meinst, und wenn du mal kurz davor stehst und meinst, das hat sich noch nichts verändert und du wartest schon so lange, dann liegt das nicht an Gott. Weil hier steht es geschrieben, es wird nicht ohne Wirkung sein. Also, dann liegt das an dir, dass du nicht empfangen kannst. Dann geh wieder dahin, wo du am Anfang warst. Dann suche nach dem Wort, ja. Nach dem Zettel, wo du vielleicht aufgeschrieben hast, wann du über welche Sachen gebetet hast. Geh nochmal dahin, such danach, lies es nochmal durch, bekenne, dass du ein Gerechter bist, bekenne vor dem Teufel auch, von dem, der dich immer wieder davon abbringen will, der dir womöglich den Zutritt jetzt noch irgendwie versucht zu verwehren in deine Verheißungen. Tritt vor ihm mutig auf und lies ihm alle Worte, die dich als gerecht bekennen, lies ihm das durch, deine Verheißungen, die du empfangen willst, und widersteh diesen Angriffen und geh in das und lies auch diesen Vers eben nochmal durch, dass das Gebet, dein Gebet wird nicht ohne Wirkung bleiben. Also, und Wirkung ist nur die du erwartest. Genau. Du kannst nicht sagen, naja, das ist auch schon gut genug. Das, was du erwartet hast. Das ist genug. Ich begnüge mich damit. Begnüge dich nicht mit halben Sachen. Erwarte das ganze Gute. Das Gute. Das heißt top. Genau. Erwarte das Gute für dich und dein Leben, so wie du es dir vor Gott gebracht hast. Und manchmal liegt es auch noch daran, dass wir unsere Gebete noch nicht so voll vor uns haben, weil sich vielleicht auch in dieser Zeit des Wartens, des sich auf das Wort stellens, unsere Gedanken sich anders sortiert haben. Dass wir, wenn wir zurückkommen, wenn wir zurückgehen und wieder schauen, was haben wir da eigentlich gebetet, dass wir jetzt vielleicht erkennen, dass wir so das gar nicht mehr haben wollen, dass wir schon uns anders geklärt haben und vielleicht sehen wir dann klarer unser Ziel und dann kommen wir auch schneller dahin. Halleluja. Also, weil wir leben immer, das Leben ist ein Prozess, das ist nie was Statisches. Wenn wir so statisch verbleiben, dann sind wir im Sumpf, sind wir eingeschlafen. Irgendwo stimmt was nicht und deswegen in den Dogmen hängen geblieben. Auch schlecht erwarten, weil wir uns selber nicht geklärt haben. Kläre dich immer aufs Neue, was du eigentlich vor Gott erbetet hast und dann bleib dran. Und erwarte die Wirkung, wunderbar hast du gesagt, begnüge dich nicht mit dem Mittelmäßigen, das Gute
und das Wohlgefällige. Und ihm das Wohlgefällige, deinem Vater Wohlgefällige ist nur das Beste. Das heißt das Top. Top. Das heißt nicht das Mittelmäßige, das geht schon. Nein, so nicht. Ja. Und so ermuntert man dich Halleluja. und ermutigen dich, dran Und zu uns bleiben. auch. Und uns auch, weil das immer ermutigt und ermuntert. Und wir bleiben mit dir im festen Glauben. Ja. Ja. Und dass der Name hier so einfach über alle Umstände Ja. ist. Und dass wir darin einfach uns ankern können, in diesem Jesus-Namen. Und das wird uns aus allen Umständen wieder Heil herausbringen. Genau. Und wir sprechen diesen Namen über dir und den deinen. Und wir sprechen diesen Namen über uns und über in den unseren. unseren. Ja. Amen. Halleluja. Amen.